Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in welchem ich euch mal wieder das neueste Update vom 10,25 Zoll UFO-System im Kia ProSeed vorstellen möchte. Natürlich auch für den normalen Seed, den Seed SW und den X-Seed. In diesem Fall ist das neueste Update die Version 21.07.23, also vom 23.07.2021. Hier gab es jetzt ein paar kleinere Änderungen, Anpassungen, die vor allem die Fehler vom letzten Update beheben sollen. Laut Forum sollen unter anderem die Rückfahrkamera, da gab es ja einen Bug, dass wenn rechts normalerweise das Auto aus der Vogelperspektive angezeigt wird mit den Sensoren vorne und hinten, dass dann der Splitscreen noch stehen geblieben ist. Das soll jetzt wohl behoben sein, wobei es, was ich gelesen habe, eventuell bei einigen Fahrzeugen noch vorkommen kann. Dann soll es auch noch Bugfixes geben für die PHEV-Fahrzeuge. Das kann ich euch jetzt natürlich leider nicht zeigen. Da gab es das Problem mit der Verbrauchsanzeige, dass die nicht wirklich realistisch war und viel zu hohe Verbräuche angezeigt hat. Das soll auf jeden Fall auch behoben sein. Ansonsten bin ich es jetzt einfach mal ein bisschen durchgegangen. Im Forum wurde schon gezeigt, dass bei den Wetterdaten es jetzt neuen Provider gibt, beziehungsweise der Anbieter ist neu. Davor war es Foreca, glaube ich, jetzt ist es Vaisala. Keine Ahnung, ob man das richtig ausspricht. Dann in der Karte hier habe ich jetzt erstmal keine Änderung gesehen. Was mir sofort wieder aufgefallen ist jetzt zum Glück, dass der Splitscreen wieder richtig funktioniert. Wenn man jetzt auf Media wechselt, dass er hier rechts jetzt auch wieder auf die Map geht. Wenn man zurück auf die Map geht, links Map, rechts Media. Das war im Update davor kaputt. Dann hat es immer Map und Map angezeigt, was nicht so schön war. Ansonsten ist mir bei der Map, wie gesagt, nichts aufgefallen. Bei Radio ist jetzt der Punkt Liste hier vorne neu. Das heißt, man kann direkt hier in die Liste springen. Das ging davor nicht. Davor musste man hier über die 3 Balken in die Senderliste springen. Was weiterhin nicht geht, ist die Sortierung der Favoriten. Ich habe jetzt keine Möglichkeit gesehen, sie zu ändern. Man hat hier oben weiterhin nur die Option Favoriten entfernen, aber nichts anderes. Was ansonsten hier beim Radio auch noch komplett neu ist, was ich davor nicht gesehen habe, ist hier oben die Suche. Sie den Namen des Radiosenders. Und hier fragt er jetzt direkt nach dem Radiosender. Bayern 3. Der gewünschte Sender ist an Ihrem derzeitigen Standort nicht verfügbar. Bitte suchen Sie nach empfangbaren Sendern. Irgendwie glaube ich dir das jetzt auch nicht. Ja, glaube ich dir auch nicht. Geht natürlich. Gut, es waren die Punkte, was mir jetzt beim Radio aufgefallen sind. Hier links kann man zwischen AM und DAB FM wechseln. Ich wusste gar nicht, ob das jetzt beim alten Update auch schon ging. Ansonsten bei Media bin ich mal reingegangen, habe geschaut. Da habe ich jetzt auch keine Änderungen gesehen. Was ich jetzt mal testen kann, ich habe es aktuell nicht angeschlossen. Ihr kennt es wahrscheinlich aus meinem Android Auto Video und dem USB Hub Video. Wenn ich den USB Hub jetzt wieder anschließe, müsste hier jetzt hoffentlich erstmal USB Musik kommen, der USB Stick. Genau, bei dem Lied war ich zuletzt. Und dann sollte hoffentlich gleich auch wieder Android Auto kommen. Box blinkt noch grün. Jetzt blinkt sie blau. Mein Handy reagiert schon. Android Auto ist verbunden. Also das geht bei mir auch noch. USB-Hub mit USB-Stick und Android Auto gleichzeitig. Beim nächsten Start von Android Auto wurde mir folgender Bildschirm angezeigt. Einmal eine Seite, dass bei der Benutzung von Android Auto dem Mobilgerät Nutzer- und Fahrzeuginformationen zur Verfügung gestellt werden. Die Bluetooth-Adresse, die GPS-Standortinformationen, Fahrtgeschwindigkeit und so weiter. Auf der zweiten Seite, wie man hier sehen kann, dann noch die Info, dass für eine ordnungsgemäße Funktionalität die neueste Android-Version installiert sein soll, eine gute Netzwerk-Signalstärke vorhanden sein soll und ein zertifiziertes Kabel verwendet wird. Und natürlich, dass bei der Nutzung Providergebühren anfallen können. So, dann muss ich selbst nochmal schauen.
Ich glaube, ich bin jetzt alle Punkte mal durchgegangen. Es ist nicht viel Neues dazugekommen. Ich habe mal wieder nach den Einstellungen für Android Auto gesucht, dass man den Splitscreen oder so aktivieren kann bei Android Auto. Wobei, das müsste ich jetzt direkt mal testen. Ja, der Splitscreen ist noch an. Das ist schon mal gut. Aber die Einstellungsmöglichkeit findet man weiterhin nur, wenn man es hier sucht, irgendwie, oder was, Telefonprojektion. Ich kann es mir auch nie merken. So, ich musste jetzt tatsächlich nochmal suchen. Ich war auch gerade nochmal im Forum und habe geschaut, wie man diese blöde Einstellung für Android Auto und den Splitscreen findet. Jetzt finde ich es gar nicht mehr. Scheint jetzt wohl ganz raus zu sein. Muss ich nachher nochmal nachforschen daheim, ob ich es irgendwie noch rauskriege. Aber jetzt hatte ich keine Chance, das irgendwo zu finden. Naja, vielleicht haben sie es ja auch geschafft, dass der Splitscreen immer anbleibt und dadurch muss man nichts mehr ändern. Aber wie das dann bei Apple CarPlay aussieht, würde mich interessieren. Da gab es ja auch noch die Option Linksverkehr, Rechtsverkehr, dass man einstellen kann. Habe ich jetzt so auf die Schnelle auch nicht gefunden. Wenn ich was rausfinde, würde ich das nochmal nachmelden. Sollen sie hier reinschneiden. Mal schauen. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen nachgeforscht. Dazu einmal das alte Video angeschaut. Dabei ist mir wieder gekommen natürlich, dass das Android Auto abgesteckt sein muss. Und dann kann man hier in der Suche erst nach Tele schauen. Dann findet man hier die 2 Punkte beim Anschluss über USB und Telefonprojektionseinstellungen. Dann kommt hier einmal bei Anschluss über USB Telefonprojektion verwenden. Dann kann man den Splitscreen einstellen, ob man den verwenden will. Und bei Apple CarPlay Links- und Rechtslenkeroptionen einstellen. Dann habe ich im Forum gelesen, wenn man auf die Geräteverbindung geht, hier auf die Telefonverbindungen und dann oben auf die 3 Balken sind hier die Telefonprojektionseinstellungen versteckt. Das habe ich im letzten Video so auch noch nicht gefunden. Das hat hier auf jeden Fall gut versteckt. Und dann muss man natürlich noch wissen, dass Android Auto in dem Moment nicht angesteckt sein darf. Gut, ansonsten wie gesagt bin ich soweit alles durchgegangen. Ich habe keine größeren Änderungen mehr gefunden. Unter UFO war nichts, unter der Taste ist weiterhin auch nichts Neues. Thema Layout gibt es nur die generelle Splitscreen-Funktion, aber ansonsten auch nichts Neues. Spracherkennung gibt es nichts Neues. Bei Profil, stimmt, da gibt es noch was Neues. Das ist mir vorhin auch komisch vorgekommen. Im Forum stand, man kann die Profile jetzt leichter löschen. Ich bin jetzt vorhin hier mal auf Benutzer wechseln gegangen. Auf einmal ist hier mein Fahrer 2 auf Englisch alles. Und wenn ich jetzt interessanterweise auf Gast drücke, der da vorher auch Deutsch war, soll es das jetzt nicht switchen. War ich wohl zu langsam. Darf ich noch mal raus, bitte? Ja, skip bitte. So, gut, wir sehen jetzt mal, dass hier alles auf Englisch ist. Profile, Change User. So, der war, interessanterweise hier wird es natürlich auf Deutsch noch angezeigt, wenn ich hier auf meinem Profil hier oben bin. Fahrer 2 ist auf Englisch und Gast, was ich eigentlich sagen wollte, ist auf Chinesisch. Verstehe, wer will. Ich gehe mal davon aus, dass das Chinesisch ist, keine Ahnung. Aber man kann es zumindest auf Deutsch umstellen, wenn man die richtige Taste erwischt. Immerhin. Genau, und wenn man jetzt wahrscheinlich hier im Fahrer 2, ich gehe da jetzt mal rein, den löschen möchte, dann soll das einfacher gehen. Setup, Profil, Fahrer 2, Profil Fahrer 2 entfernen. Achtung, alle gespeicherten Daten und Profileinstellungen werden entfernt und das System zurückgesetzt. System zurücksetzen hört sich nicht gut an. Deswegen lasse ich das jetzt mal sein einfach. Aber auf jeden Fall ist die Option wohl neu hinzugekommen. Dann springe ich jetzt mal wieder
auf mich. So, dann Geräteverbindungen. Es sind weiterhin die Telefonverbindungen drin, in dem Fall mein Handy. Bluetooth-Systeminfo. Ich glaube, jetzt bei Android Auto verbunden ist, fehlen da ein paar Optionen. Genau. Jetzt kommt der private Modus wieder hinzu, weil das Handy jetzt auch verbunden ist. Es gab doch noch so Schnellantworten. Zumindest dachte ich, dass ich die vorhin gesehen habe. So, dann gehen wir noch hier bei Audio rein. Da hat sich meines Wissens nach jetzt auch nichts geändert. Hier zur Info, bei den ersten Updates, ich glaube auch noch beim alten UFO-System, hatte ich hier mal den Bass auf +7. Den habe ich inzwischen auf +3 runtergedreht, weil irgendwie haben sie den in den Updates immer ein bisschen erhöht, weshalb ich den hier zurückdrehen konnte. Wobei es dann einige Lieder zwischendurch gibt, wo es immer noch ein bisschen zu basslastig ist und ein bisschen sehr auch brummt. Haben sie ein bisschen viel optimiert für meinen Geschmack. Aber an für sich ist das System ja immer noch sehr gut. Weitere Einstellungen, nichts Neues. So, was ich gerade noch hatte, dazu mache ich jetzt einmal die Zündung an. Bei Navigation übrigens auch keine neuen Optionen, nicht, dass ich es gesehen hätte. Ich bin gerade mal ausgestiegen und interessanterweise, ich hatte es ausgestellt, dass der Sitz hinterfährt. Der Sitz ist gerade wieder nach hinten gefahren. Das hat er vor dem Update noch nicht gemacht. Das hat sich wieder eingestellt nach diesem Update. Fand ich jetzt auch gerade interessant, aber das lässt sich ja zum Glück wieder ausstellen. Dann schaue ich nochmal hier kurz durch, ob es nicht doch noch Optionen gibt, die neu sein könnte. Intelligente Heckklappe ist ausgestellt. Die war davor auf jeden Fall an. Das passt noch alles. Ja. Das Ladegerät passt auch. Okay, dann gab es tatsächlich 2 Optionen, die er mir geändert hat. Das ist auch noch richtig. Das ist auch noch alles richtig. Die Fahrerassistenzsysteme gehe ich jetzt auch nochmal durch, weil sonst fühle ich mich hier ein bisschen veräppelt. Okay, gut. Also Sitz hat er sich zurückgestellt, die Einstellung, und die intelligente Heckklappe war jetzt aus, obwohl sie vor dem Update an war. Da haben sie wohl in den Updates irgendwelche Standards eingestellt und dann setzt sich das nach dem Update zurück. Gut, ansonsten fällt mir jetzt nichts mehr ein, was sich hier geändert hat. Deswegen beende ich das Video hiermit. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie wie immer gerne in die Kommentare. Ich schaue, dass ich sie beantworte. Ansonsten dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.